fliegen von Deutschland nach Miami in einem zweimotorigen kleinen Flugzeug über den Atlantik, durch die Arktis und das mitten im Winter. Das größte Abenteuer unseres Lebens. Einer der letzten Flüge startet in Boston, der bisher größte Flughafen, auf dem wir gelandet sind. Ganze 6 Start- und Landebahnen, die teilweise zeitgleich in Betrieb sind. Schnell raus aus dem Getümmel und ab gen Süden. Man rauscht immer so durch das Leben und dann gibt es manchmal einfach so Momente, wo die Zeit einfach stehen bleibt und du dir denkst, wow, ich bin in diesem Moment genau hier. Über den Wolken. Doch der nächste Punkt auf unserer Reise sollte uns noch mehr flashen. Von Boston nach Baltimore sind wir über New York geflogen und sind am Hudson River vorbei oder über den Hudson River und an Manhattan dran vorbei. Das kann man machen, das ist sehr erstaunlich, aber das ist ein offener Flugkorridor, da kann jeder durchfliegen, du brauchst dich nicht vorher anmelden. Und als wir dann ankamen und im Horizont da zum ersten Mal die Skyline so ankommt und dann siehst du die einzelnen Wolkenkratzer und Downtown, das war schon ein cooler Moment. Mit unserer kleinen Diamond fliegen wir nur ein paar 100 Meter an den riesigen Wolkenkratzern von New York vorbei. Und dann ist es soweit. Für mich, der bald in die USA zieht, das absolute Highlight. Wir fliegen über die Freiheitsstatue von New York City. Ein Gänsehautmoment. Ja, für mich war das ein ganz spezieller Moment, über der Freiheitsstatue zu fliegen, dann die Hochhäuser so dicht von oben zu sehen und selber zu fliegen. Das hätte ich mir in den kühnsten Kindheitsträumen nicht vorgestellt. Und auch wenn immer ich in New York war, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich da mal selber rumfliegen kann. Und das war ein super Moment. Einfach surreal, Teil dieser Reise zu sein. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Momente hier erleben kann und ich weiß, was das für ein unfassbares Privileg ist. Als krönender Abschluss kam dann sogar noch die Sonne hervor und tauchte das triste New York in ein lebhaftes Farbspektakel. Das war einfach nur once in a lifetime. Unser Flugzeug Oscar Echo Foxtrot Kilo Alpha landet sicher in Baltimore. Dann ist es soweit. Das Ziel, auf das wir viele Tage, gar Monate hingefiebert haben, ist endlich in Sicht. Wir erreichen Miami. Und diese Stadt hat ihren ganz eigenen Charme, insbesondere bei Nacht.
liegt der letzte Flughafen der Expedition, Miami International Airport. In so einem Moment ist Freude und Trauer natürlich ganz nah beieinander. Man freut sich, dass man es endlich geschafft hat, aber man ist auch traurig, dass es vorbei ist. Ein letztes Mal Anspannung. Ein letztes Mal gemeinsam in unserer kleinen DA-62. Und dann Touchdown. We did it. So, wie ist das Gefühl nach 35 Flugstunden? Mega. Jetzt sind wir in Miami. Sau geil. Zum ersten Mal mit T-Shirts. Welcome to Miami. Clear Sky, Direktanflug auf Miami, über Miami Beach runter, direkt über Downtown. Das war einfach perfekt. In Miami haben wir nun Zeit, unsere Reise zu resümieren. Ja, guter Trip. Lange Strecke, viel Kälte, endlich Wärme. Sonnenuntergang hier am Strand. Besser geht's nicht. Und muss man mal zusammenfassen, ne? Innerhalb von 8 Tagen werden wir jetzt 9 Tage. Von Augsburg über Schottland, Island, Grönland, minus 30 Grad, Kanada, Quebec, Boston, Baltimore, Miami Beach. Das ist mega warm, das ist mega geil, das ist mega cool. Ja, macht viel Spaß. Also der Trip, wenn ich so zurückdenke, ist wie so ein Gesamtkunstwerk aus ganz vielen Situationen, in denen wir schnell geplant haben, entscheiden mussten, wo wollen wir als nächstes hin, was wollen wir noch sehen, was wollen wir erleben, wo machen wir den Corona-Test, welches Hotel gehen wir. Das ist so ein bisschen wie wenn man in Tokio am Flughafen ankommt und sich gar nicht auskennt und sagt, wo muss ich hier eigentlich hin. Ich würde es wieder machen, ich würde es auch jedem empfehlen, der die Gelegenheit das oder Ähnliches zu machen. Das kann man auch mit einem, wer nicht fliegen kann ja auch mit einem Auto Touren machen. Das muss ja auch nicht über den Atlantik sein, das kann ja auch ein Roadtrip in Europa sein oder mit dem Fahrrad über die Alpen. Also irgendwas sich vorzunehmen, zu sagen, das ist für mich jetzt eine Mischung aus Erlebnis und Herausforderung, kann ich nur empfehlen. Ich selber will sowas auch wieder machen. Wir 3 haben super funktioniert als Team. Auch das war nicht selbstverständlich. Also ich habe ein bisschen mitgenommen, was man auch machen kann, wenn man so ein bisschen versucht, die Widerstände beiseite zu schieben. Es gab ganz viele Gründe, dass wir es nicht hätten machen können. Am Ende haben wir es gemeinsam hinbekommen. Diese Reise, wir haben es ja intern immer die Expedition genannt. Es war ein Abenteuer, es war was Besonderes, so eine einmalige Zeit. Ich weiß nicht, ob das jemals in meinem Leben wiederkommt. What a journey. Von der sicheren Heimat in Deutschland in das stürmische Schottland, über die Geysire von Island bis in die arktischen Breitengrade. Von Eisbergen der kanadischen Wildnis über die Freiheitsstatue von New York bis an den sonnigen South Beach von Miami. Diese Reise hat uns nochmal eins verdeutlicht. Life is about experiences. Enjoy every moment.